Hallo Leute, in diesem Video werfen wir einen Blick auf eine recht traurige Reddit-Beichte, die vor 12 Jahren auf dem Subreddit Confession gepostet wurde. Ich gab online vor, ein Mann zu sein und eine Frau zog quer durch das Land, um mit jemandem zusammen zu sein, der nicht existierte, weil ich zu viel Angst hatte, die Wahrheit zu sagen. Ich habe das noch nie jemandem erzählt und ich habe es auch noch nie aufgeschrieben. War nun vor viel Text, sorry, dass er so lang ist, aber das muss einfach raus. Von Ende 1999 bis Anfang 2001 gab ich online vor, ein Mann zu sein und hatte mehrere Frauen, mit denen ich täglich per E-Mail kommunizierte. Fast alle wollten eine Beziehung mit mir haben. Ich habe eine ganze Hintergrundgeschichte für diesen falschen Mann geschaffen. Und diese Hintergrundgeschichte war so konsistent, dass sie sogar für mich zu real schien. Ich fand ältere Frauen in ihren späten 40er, 50er Jahren durch Datingseiten, sowie zufällige Kontaktaufnahme mit Fremden durch den Instant Messenger. Es war nie sexuell, nichts dergleichen, aber alle Frauen, mit denen ich per E-Mail in Kontakt getreten bin, waren in irgendeiner Weise verletzlich. Ein paar von ihnen waren arbeitslos und lebten mit der Familie. Eine von ihnen war am Rande beschäftigt, litt aber unter schlechter Gesundheit. Eine andere Frau war vor kurzem geschieden und wieder eine andere war auf der Suche nach einer Art Abenteuer in ihrem Leben. Ich mochte die Aufmerksamkeit. Ich mochte es immer, dass E-Mails auf mich warteten. Mir gefiel es, dass ich jemand war, den die Leute bewunderten. Es erleichterte meine Einsamkeit. Zu dieser Zeit war ich eine 14-jährige Highschool-Schülerin und ich lebte in einer neuen Stadt mitten im Nirgendwo. Ich hatte kein wirkliches Interesse an dem Zeug, auf dem die Teenager normalerweise stehen. Wie ich schon sagte, war es nie romantisch oder sexuell oder dergleichen. Ich bin heterosexuell und bei den wenigen Gelegenheiten, dass eine Frau klar machen würde, dass sie eine romantische Beziehung zu mir wolle, habe ich sie beendet. Ich sagte ihnen damals, dass ich nur nach Freunden suche. Ich dachte einfach, dass es angenehmer wäre, mit Frauen zu schreiben. Aber die Wahrheit ist, dass ich einfach Angst hatte, dass wenn ich mit einem Mann schreiben würde, er relativ schnell herausfinden würde, dass ich nicht echt bin, beziehungsweise die Person, die ich vorgab zu sein. Ich habe Geschichten aus meinem eigenen Leben benutzt oder Geschichten, von denen ich gehört habe diese etwas abgeändert und als Hintergrundgeschichte für den Mann, den ich online verkörpere, benutzt. Ich habe geplant, in welchem Jahr er auf welchem College war, in welchen Städten er gelebt hat und welche Jobs er gearbeitet hat, in welche Länder er gereist ist und welche Geschäfte ihm gehörten. Ich machte Details über seine Kindheit, sogar so weit, wie die Tapete in seinem Kinderzimmer aussah. Ich hatte eine ganze Zeitleiste seines Lebens gefertigt, sodass die Geschichte von Person zu Person konsistent war, sodass ich nie in meiner eigenen Lüge gefangen werden würde. Sein Leben war ein Spiegelbild dessen, was ich in meinem Leben in diesem Alter haben wollte. Und so lebte ich irgendwie diesen Charakter. Und es funktionierte. Die Leute glaubten mir. Wie ich schon sagte, fand ich einige dieser Frauen durch Datingseiten, aber ich hatte nie die Absicht, romantisch mit ihnen zu sein. Ich hatte immer eine Ausrede darüber, warum ich keine romantische Online-Beziehung wollte. Einige von ihnen hatten kein Problem damit, nur Freunde zu sein. Es ist nur so, dass Dating-Sites ein guter Ort sind, um Leute zu finden, die bereit sind, sich für eine andere Person zu öffnen. Denkt daran, dies war in den frühen 2000er Jahren. Ich versteckte mich glücklich hinter meinem erfundenen Charakter online und begann schließlich jeden Tag mit einer dieser Frauen namens Pat per Instant Messenger zu schreiben. Pat durchlief eine harte Zeit in ihrem Leben. Sie war tief verschuldet, arbeitslos, lebte bei ihrer Schwester, die sie verachtete. Es gab einen Dominoeffekt von beschissenen Ereignissen, die in ihrem Leben im Laufe vor ein paar Jahren aufgetreten waren. Sie war schlau, lustig und offen für neue Ideen. Ideen, die in meinem Teenagerkopf fermentierten, von denen ich vorgab, dass diese von einem 50-jährigen Kerl stammen, der nach einem Leben voller emotionaler Unterdrückung ein emotionales Erwachen erlebte. Sie hatte nichts Besseres zu tun, genau wie ich, als 15-jähriges Teenagermädchen in einer Stadt, in der ich keine Freunde hatte. Pat lebte in Minnesota und ich erzählte ihr, dass ich im Süden Floridas in der Nähe des Ozeans lebte. Pat sagte, sie würde es lieben zu wissen, wie der Ozean an diesem Tag aussehen würde. Ich wusste, wie man auf Webcams der Ozeane zugreift. Sie tat es nicht, also sagte ich ihr einfach, wie die Wellen aussahen. Ich habe mir historische Fakten ausgedacht, um sie ihr zu erzählen, was komplett falsch war. Ich gab vor, durch Beziehungsdramen gegangen zu sein. Ich erzählte ihr von einem spirituellen Erwachen, das ich erlebt habe. Sie erzählte mir Dinge, von denen sie sagte, dass sie es nie jemandem erzählt hatte und so weiter. Ich fand Online-Bilder von einem zufälligen Niemand und schickte sie ihr zu, mit der Behauptung, es wäre ich. Ich fand andere Bilder von einem zufälligen Haus und schickte sie ihr ebenfalls zu und behauptete, es sei mein Zuhause. Wir waren gute Freunde. Es war nur so,
dass ich nicht die Person war, von der sie dachte, die ich bin. Pat hat mich ein paar Mal fast erwischt, weil sie manchmal nicht glaubte, was ich gesagt hatte. Sie sagte mir, dass sie nicht wüsste, ob ich real bin. Ich habe es irgendwie geschafft, es wieder gerade zu biegen. Sie wollte jedoch mit mir telefonieren und schlimmer noch, sie wollte mich treffen. Tatsächlich bestand sie am Ende darauf. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie wieder angefangen zu arbeiten und hatte etwas Geld. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber schließlich haben wir darüber gesprochen, dass sie mit mir an einer völlig falschen Adresse im Süden Floridas zusammenleben wollen würde. Wir haben alles akribisch geplant und hatten uns ein Jahr lang gekannt. Ich sagte ihr sogar, dass ich eine in Anführungszeichen Freundin habe, die eine Geschäftsinhaberin war und dass diese ihr sogar einen Job anbieten könnte. Dies war das einzige Mal, dass ich mit Pat telefonierte, als ich vorgab, diese Freundin mit einem Geschäft zu sein und ich sie quasi interviewen würde für einen Job. Doch dieses kleine Unternehmen existierte gar nicht. Sie wollte mit mir sprechen, das falsche Ich, am Telefon, und ich schaffte es immer wieder, eine Ausrede zu finden. Ich sagte ihr, dass mein Telefon kaputt war, was lächerlich war, da die meisten Internetverbindungen in jenen Tagen immer noch von den Telefonleitungen ausliefen. Aber ich versprach ihr, dass ich sie bald anrufen würde. Ich lag nachts wach und ich sagte mir selbst, dass ich Pat sagen müsste, wer ich wirklich war. Diese Frau war dabei, ihr ganzes Leben zu entwurzeln, um mit jemandem zusammen zu sein, der nicht existierte. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich bereits zu tief drin war und ein großer Teil von mir glaubte wirklich, dass diese Dame eines Tages 1 und 1 zusammenzählen würde. Ich war auch erst 15 und ich hatte Angst, in Schwierigkeiten zu geraten. Mit wem? Ich weiß es nicht. Es kam der Tag, als sie von Minnesota zum Flughafen fliegen wollte, in der Nähe, wo ich im Süden Floridas lebte. Wir hatten ein letztes Instant-Messenger-Gespräch. Sie war sehr aufgeregt über ihr neues Leben mit mir. Und sie sagte mir, dass wir uns in wenigen Stunden sehen würden. Und ich sagte ihr, dass ich da sein werde, um sie abzuholen. Dass ich mit einem Schild und Luftballons auf sie warten würde. Ich gab ihr eine erfundene Telefonnummer, mit der sie mich erreichen könnte. Ich teilte ihr mit, dass sie für ein paar Wochen in meiner Wohnung leben könnte, solange bis sie wieder etwas Geld hat und ihre eigene Wohnung finden könnte. Es war so, als würde ein Fremder diese Worte an Pat schreiben, als wäre ich in einer Art Autopilot, als wäre es nicht real. Sie hat mir gesagt, dass sie so eine große Chance nie genutzt hatte, aber dass sie einmal in ihrem Leben ein Abenteuer wollte. Sie war es leid, Angst vor dem Leben zu haben. Die nächsten Stunden waren qualvoll. Ich habe versucht, zu Hause normal zu handeln, aber es war unmöglich. Wieder glaubte ich daran, dass sie in der letzten Minute daraufkommen müsste, dass dies alles nicht real ist und wieder abfahren würde. Leider tat sie das nicht. Einen Tag später bekomme ich eine absolut wütende E-Mail von Pat, in der sie wissen wollte, wo ich war. Die Nummer, die ich ihr gegeben hatte, hatte sie mit einer Reinigung in Verbindung gebracht. Dieses Geschäft gab es laut den gelben Seiten nicht. 3 weitere E-Mails kamen im Laufe der nächsten 36 Stunden. Sie schrieb die E-Mails aus einer Bibliothek und hatte nur genug Geld, um noch ein paar Nächte in einem Hotel zu übernachten. Und dann wusste sie nicht, was sie tun könnte, da sie nicht genug Geld hatte, um nach Hause zu kommen. Sie sagte, sie habe nie einen Sprung des Glaubens in ihrem ganzen Leben genommen und dass sie mir vertraut habe. Und weil sie nur eine Person auf der Welt brauche, der sie vertrauen könnte, nach all der Scheiße, die ihr in den letzten Jahren passiert war. Sie glaubte, dass ich ein lohnenswertes menschliches Wesen war. Sie beschimpfte sich selbst, weil sie ein Idiot war, weil sie getäuscht wurde, weil sie auf ihr Herz anstatt auf ihr Gehirn gehört hatte. Es hat mich zerrissen. Schaut, ich weiß, dass sowohl Sie als auch ich einen Fehler gemacht haben, aber es hat mich einfach so zerrissen, dass es irgendwo eine Dame gab, jemand, den ich als Freund betrachtete, trotz allem, jemand, der durch solche Turbulenzen ging, die ich verursacht hatte. Ihre letzte E-Mail war ein Versuch, mit mir in Kontakt zu treten, und sie bat darum, sie zu beantworten. Sie muss zu diesem Zeitpunkt gemerkt haben, dass ich nicht real war, aber sie hatte wohl irgendwie gehofft, dass ich ihr trotzdem irgendwie helfen könnte. Aber es gab nichts, was ich hätte tun können. Ich habe nie zurückgeantwortet. Ich habe sogar die E-Mail-Adresse gelöscht, um die ganze Sache hinter mir zu lassen. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Es gab so viele Red Flags, die sie hätte sehen sollen. Die größte davon war die Tatsache, dass ich nicht am Telefon mit ihr sprechen würde. Ich denke, sie war verzweifelt und auf der Suche nach etwas oder jemandem in ihrem Leben. Vielleicht wollte es sie einfach auch nicht glauben und ignorierte ihren rationalen Verstand. Vielleicht kennt ihr die Episode der Simpsons, in der Bart gefälschte Liebesbriefe schreibt und wie zerrissen Bart ist, als er erkennt, wie verärgert und gedemütigt die Betroffene war, als sie gemerkt hat, dass sie hinters Licht geführt wird. So fühle ich mich. Ich ließ das Ganze zu weit gehen.
Ich fühle mich schrecklich. Es war nicht richtig. Ich hätte es nicht tun sollen. Keine Ausreden. Punkt. Jedes Mal, wenn diese Erinnerung in meinem Kopf hochkommt, bekomme ich dieses kalte Gefühl der Scham in meinem ganzen Körper. Ich weiß nicht mal richtig, warum ich all das getan habe. Pat, wo immer du auch bist, es tut mir leid.